Streikbewegungen haben immer dazu beigetragen, dass Veränderungen passieren konnten. Das ist eine Art Rest Revolution, also eine Revolution des Ausruhens. Gleichzeitig finde ich die Idee interessant, wie man möglichst unnütz dem Kapitalismus gegenüber sein kann. Der Mythos vom Beruf als Berufung und die Erwartung, dass wir unseren Job lieben sollen, sind vergleichsweise junge Phänomene. Lange war die Ansicht verbreitet, dass Arbeit zwar ätzend ist, aber irgendwie gemacht werden muss. Die herrschenden Klassen waren arbeitsscheu und haben andere für sich schuften lassen. Das moderne Berufsleben würde die Menschen unter Leistungs- und Arbeitsdruck setzen, als könnte es keinen Lebenssinn ohne Arbeit geben, schreibt die Soziologin und Autorin Nadja Shehadeh in ihrem Buch Anti-Girlboss. Uns, also vor allem uns Frauen, käme nichts schlimmer vor, als faul zu wirken. Und das neoliberale Girlboss-Narrativ verspricht Erfolg für all die, die den Arsch hochkriegen. Einfach nur zu existieren ist unsexy, egoistisch und schlicht nicht denkbar. Nadja Shehadeh plädiert für eine Revolution des Ausruhens. Und wie das klappen soll, möchte ich als Person, die ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn sie sich ausruht, natürlich genauer wissen. Hallo Nadja. Hi Sarah. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Nadja, wir befinden uns in so einer Art Dilemma, in einer ambivalenten und kniffligen Situation, denn dieser Dreh ist für uns beide Lohnarbeit, also wir bekommen Geld dafür. Gleichzeitig plädierst du eigentlich für Ausruhen als Widerstand. Wie kommen wir jetzt hier raus? Gar nicht, weil wir ja tatsächlich auch alle irgendwie arbeiten müssen, beziehungsweise unsere Existenz rechtfertigen müssen, sogar wenn wir nicht arbeiten. Wobei das heute natürlich auch ein bisschen Spaß macht, ne? Ja, das heißt, man kann diesen Widerspruch nicht ganz auflösen oder dieses Dilemma. Aber ausruhen finde ich natürlich immer besser als arbeiten, obwohl ich das hier heute sehr gern mit dir mache. Das geht mir auch so. Eine ganz typische erste Date-Frage ist, was machst du eigentlich so? Und anstatt darauf zu antworten mit den Hobbys oder zu sagen, ich gehe gerne im Wald spazieren, antworten die Leute oft mit ihrer Erwerbsbiografie und auch bei Familienfeiern hört man oft als erstes, und wie läuft's bei der Arbeit? Warum definieren wir uns eigentlich so sehr über unsere Lohnarbeit? Weil wir in einer sehr erwerbszentrierten Kultur einfach leben, in der Arbeit und auch die Wochenarbeitszeit immer noch sehr viel Raum einnimmt und das deswegen auch etwas ist, worüber wir uns sehr definieren, aber auch fremd definiert werden. Auf der einen Seite steht im Diskurs momentan der Fachkräftemangel und der Wunsch nach bedingungslosem Grundeinkommen und auch nach einer 4-Tage-Woche. Und auf der anderen Seite steht so dieser politische Ruf nach einer 42-Stunden-Woche und einem Renteneintrittsalter von 70 Jahren. Und das scheint sich ja auf den ersten Blick zu widersprechen. Warum macht diese Gleichzeitigkeit aber vielleicht doch Sinn? Ich glaube, wir haben diese Debatten gerade, weil viele Probleme gleichzeitig auftreten. Also einerseits fehlen die Arbeitskräfte auch in ganz spezifischen Branchen. Es gibt für viele Bereiche weniger BewerberInnen. Gleichzeitig ist der Arbeitsmarkt so aufnahmefähig, dass viele auch sich aussuchen können mittlerweile, wo sie arbeiten möchten und zu welchen Konditionen. Und die Forderung eben, das irgendwie auszugleichen, dadurch, dass Leute mehr arbeiten, länger arbeiten, also auch in Bezug auf demografischen Wandel, Rentenfragen, kommt natürlich dann automatisch hinzu. Und das vergrößert natürlich das Dilemma und sorgt nicht dafür, dass es sich auflöst. Und ich glaube, das ist auch eine ganz normale Folge des Kapitalismus ist, der ja immer weiter wachsen muss und immer mehr Leute braucht, die konsumieren, aber auch eben ihre Arbeitskraft in dieses System reinpumpen. Und jetzt merken wir langsam, okay, das Wachstum ist nicht unendlich. Die menschlichen Ressourcen, die dafür sorgen, auch nicht. Und gleichzeitig befinden wir uns eben in so einem Zustand, wo sich die Bevölkerungsstruktur verändert und gleichzeitig auch der Arbeitsmarkt sich sehr verändert hat. Dein Buch heißt ja Anti-Girlboss und du positionierst dich damit ganz klar gegen das Narrativ vor allem weißer Frauen, die es durch harte Arbeit in den Vorstand von einem Multikonzern geschafft haben und die diese Ansicht vertreten, dass jeder Mensch, ganz egal welcher Herkunft, alles schaffen kann, wenn er sich nur hart genug anstrengt. Was ist daran gefährlich für dich und sogar antifeministisch? Also mir ging es darum, tatsächlich dieses neoliberale Narrativ von alle haben die gleichen Chancen und alle können es mit dem gleichen Einsatz schaffen, anzugreifen tatsächlich. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren gelernt, dass sich
Fleiß nicht immer auszahlt. Also auch gerade als wir die Pandemie hatten und viele systemrelevante Berufe, die ja einerseits sehr anstrengend sind in der Pflege, in der Logistik, im Einzelhandel, aber nicht dementsprechend honoriert werden. Also weder finanziell noch mit Anerkennung oder Status. Das heißt, wir haben unfassbar viele Menschen immer noch in unserer Gesellschaft, die richtig hart arbeiten, aber dafür eben nicht die Anerkennung und vor allem auch nicht die den finanziellen Lohn bekommen, der das eben eigentlich verdient hätte. Ja. Was verstehst du eigentlich unter einer Revolution des Ausruhens und wie könnte Faulsein dazu beitragen, unsere Gesellschaft zu verändern und uns als Menschen zufriedener machen? Also diese Idee, dass es eine Art Rest Revolution gibt, also eine Revolution des Ausruhens, ist ja etwas, was gerade in afroamerikanischen Bewegungen schon sehr lange thematisiert wird. Also ich habe es weder erfunden noch irgendwie neu hervorgeholt. Diese Debatten gibt es ja schon seit Jahren, vor allen Dingen auch für aktivistische Bewegungen. Und jetzt gerade, wo wir auch diese Debatten haben, dass ArbeitnehmerInnen, ArbeiterInnen auch merken, welche Macht sie einfach haben und sich ja tatsächlich auch schon ein bisschen zurückziehen und Forderungen stellen wie Kürzung der Wochenarbeitszeit oder eben bessere Arbeitsbedingungen, zeigt ja einfach auch, dass das Potenzial da ist. Streikbewegungen haben immer dazu beigetragen, dass Veränderungen passieren konnten. Ja. Und gleichzeitig finde ich die Idee interessant, wie man möglichst unnütz dem Kapitalismus gegenüber sein kann. Und was man machen kann, ist vielleicht auf dem Sofa liegen und schlafen. Und in den Momenten ist man eben nicht in dieser Maschinerie drin, wo man dann produktiv sein muss. Schön, ja. Ich erinnere mich auch noch daran, dass ich als Jugendliche auf jeden Fall viele Gammeltage vor dem Fernseher hatte und mich überhaupt nicht schuldig oder schlecht dabei gefühlt habe. Und irgendwann war das für mich aber nicht mehr möglich. Da hatte ich dann immer ein schlechtes Gewissen. Wann hattest du das letzte Mal einen Tag, wo du nur am Handy gewesen bist oder nur gechillt hast und dich dann zu unproduktiv oder so gefühlt hast? Und was für Strategien würden dagegen helfen? Also diese Tage habe ich tatsächlich ständig. Ja? Wo ich gefühlt zu viel am Handy rumhänge und immer denke, ich könnte auch was anderes machen. Ich könnte auch was machen, was jetzt irgendwie dringlich ist oder nützlich. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass dieses Gefühl oder diese Schuld, die man die ganze Zeit empfindet, dass das natürlich auch systemisch irgendwie hergestellt ist und man sich viele Dinge gar nicht mehr zugesteht. Das heißt, ich habe es natürlich noch nicht ganz geschafft, meine eigene Predigt auch umzusetzen und mich niemals schlecht zu fühlen, wenn ich stundenlang Fernsehen gucke oder TikTok scrolle. Aber ich versuche mich daran zu erinnern, es ist einfach so. Alle machen das, ich mache es auch und mich selbst zu verurteilen, bringt jetzt auch nichts. Ja. Würdest du sagen, dass du merkst, dass es immer besser funktioniert, weil du dir dessen halt schon vor längerer Zeit bewusst geworden bist und das versuchst aktiv irgendwie zu bearbeiten? Ja, ich glaube schon. Okay. Also vor allem, seit ich mich damit Hoffnung. beschäftigt habe. Schön. Ja, also ich würde auch tatsächlich absegnen, wenn jemand sagt, ich brauche einfach diese Zeit für mich oder ich mache heute einfach nur Quatsch. Das betrifft nicht nur das Fernsehgucken oder Handy-Scrollen, sondern auch Hobbys. Hobbys sterben ja auch immer mehr aus, weil Leute auch in ihrer Freizeit dazu neigen, produktiv zu sein oder produktive Sachen zu machen. Und so das harmlose, sinnlose Vergnügen, das ist gesteht man sich nicht so zu. Ne? Also dieses Narrativ vom Traumjob ist natürlich auch irgendwo eine Lüge. Gibt es bei dir trotzdem manchmal so Situationen, wo du einfach verknallt bist in deinen Job? Und wie steht es dann da so mit dem Widerstand? Also ich mache ja viele Sachen, die ich mache, sehr gerne. Also ich bin ja einerseits Autorin, andererseits habe ich noch einen Dayjob in der Jugendberufshilfe, wo ich mit Geflüchteten arbeite. Und das sind schon Sachen, die ich auch sehr gerne mache. Und ich würde auch sagen, dass ich wahrscheinlich schon ein bisschen erfolgreich bin. Aber der Punkt ist einfach, dass ich trotzdem mich nie anfreunden konnte mit diesem Girlboss-Mindset und vor allem nicht mit dieser Aussage, wenn ich es geschafft habe, dann schaffen es alle. Sondern dass mir schon bewusst wurde, dass das natürlich auch aus einer sehr privilegierten Position heraus geschieht.
Lass uns über Anti-Arbeitsheldinnen sprechen. Das fehlt uns nämlich noch so ein bisschen für die Revolution. Und du hast darüber geschrieben, dass deine Eltern so die ersten Anti-Heroes für dich waren, aber auch über Anti-Heldinnen in der Popkultur. Was oder wen verstehst du eigentlich darunter? Und welche Entwicklungen beobachtest du da so? Also wenn wir auf die Popkultur gehen, da habe ich mich bei meiner Buchrecherche ja ein bisschen genauer umgesehen. Ich habe da eher wenige weibliche Vorbilder gefunden. Es gibt ja für Männer allerlei, ja, so Legends, den Dude aus dem Big Lebowski oder also die typischen Computer-Nerds, die irgendwie nicht arbeiten, aber den ganzen Tag am Computer zocken. Ich würde sagen, auch wenn das nicht so hundertprozentige Vorbilder sind, aber ich konnte mich in so Anti-Heldinnen wiederfinden wie Bridget Jones zum Beispiel, die auch einen klasse Job hat, auch wenn das in dem Film anders dargestellt wurde. Oder es gab vor vielen Jahren eine sehr problematische holländische Filmreihe. Da ging es um die Familie Flodder und da gab es die Mutter Flodder, die einfach auch so eine arbeitslose, sehr mannsweibmäßige Gestalt war, die auch sehr ikonisch war, an die sich viele erinnern, mit Zigarre im Mund und Blumenkleid und Gummistiefeln, die aber auch arbeitslos war. Und so war es auch geframed. Das macht natürlich das Ganze aus klassistischer Perspektive ein bisschen problematisch, aber ich fand diese Figur immer super und habe mich heimlich sehr damit identifiziert, auch weil so Genderrollen damit aufgelöst wurden. Ein bisschen. Soziale Medien werden ja per se als Feindbild der Produktivität gelabelt. Du schwörst aber darauf für ein gutes und ein erfülltes Leben. Wie kann das sein? Das Ding ist ja, dass wir alle diese Medien nutzen, davon auch irgendwie nicht loskommen und das Ganze ja so eine Volkserscheinung ist, dass die meisten Leute das Gefühl haben, das Handy ist ein Zeitfresser. Und ich habe irgendwann gedacht, okay, ich kann mich die ganze Zeit verurteilen, dass ich zu viel Zeit an diesem Gerät verbringe, oder ich kann es einfach annehmen, dass es so ist. Und mir wenigstens dann diese Energie sparen, mich die ganze Zeit über mich selber aufzuregen und es vielleicht sogar ein bisschen zu feiern und zu genießen, dass ich das mache. Und das ist so meine kleine Strategie, um damit umzugehen. Ja, das klingt sehr sinnvoll, als ob das auf jeden Fall Druck nehmen könnte von einem, den man dann zusätzlich noch bekommt. In Westdeutschland hat sich bis in die 60er Jahre hinein die Auffassung gehalten, dass verheiratete Frauen alleine für den Haushalt zuständig sind. Und das hat sich auch in der Gesetzgebung manifestiert. Aber auch 2021 war es noch so, dass Frauen 18% weniger Lohn bekommen haben als Männer. Aber Studien haben belegt, dass Frauen eigentlich mehr leisten als Männer. Warum kursiert trotzdem hartnäckig die Angst, als faule Frau abgestempelt zu werden? Und kann es die überhaupt geben, vor dem Hintergrund, wie weiblich gelesene Personen in unserer Gesellschaft sozialisiert sind? Ich glaube, die Angst davor, dass Frauen faul sind oder nichts tun oder das irgendwie für sich entdecken, hängt auch damit zusammen, dass man natürlich darauf angewiesen ist, dass Frauen arbeiten und vor allen Dingen auch umsonst arbeiten und sich sinnvoll betätigen und Verantwortung übernehmen, zum Beispiel auch in der Care-Arbeit. Und deswegen gibt es da auch nicht so ein richtiges Kulturmodell dafür bisher, dass Frauen egoistisch auch einfach mal sagen können, heute nicht mit mir, sondern es wird immer erwartet, dass alles, was sie tun, irgendwie sinnvoll ist oder irgendeinen höheren Sinn hat, irgendeinen höheren Zweck hat. Als der Barbie-Film jetzt rauskam, gab es ja auch aus feministischer Ecke Kritik, so nach dem Motto, Mensch, Barbie ist so eine problematische Vorbildfigur, wie kann man das feiern? Und ich habe gedacht, Mensch, bei Männern sagt auch niemand, Batman ist ein unrealistisches Vorbild oder ein schlechtes Vorbild oder Merch, den es gibt, ist irgendwie Plastikmüll. Und da habe ich gedacht, es ist einfach so, dass man Frauen diese Räume nicht zugesteht, harmlose Vergnügungen nicht zugesteht und auch so das Sinnlose vor sich hindaddeln. Das gönnt man denen einfach nicht. Ja, diese Mehrerwartung an Frauen führt mich eigentlich auch zu meiner nächsten Frage, denn ich finde es ganz bezeichnend, dass im Wikipedia-Eintrag zur Arbeit weder Care-Arbeit noch Beziehungsarbeit auftauchen. Warum wird das Verhältnis von Arbeit oder in der Heteroliebe so unsichtbar gemacht und was sind deine Erfahrungen damit?
Also generell stimmt es ja, dass man sagen muss, wenn wir über Arbeit sprechen, ist nicht nur die erwerbszentrierte Arbeit gemeint, sondern eben auch Care-Arbeit, auch ehrenamtliches Engagement. Und trotzdem leben wir eben in dieser erwerbszentrierten Kultur, die vermittelt nur, das ist wertig, weswegen ja auch die nicht vergütete Care-Arbeit wenig angesehen ist. Und den meisten ist es aber gar nicht bewusst. Vielen ist auch gar nicht bewusst, wie viel sie eigentlich arbeiten, auch außerhalb erwerbszentrierter Zusammenhänge. Und das ist aber etwas, was sich, glaube ich, schon auch zeigt, dass das Themen sind, die debattiert werden. Okay, ja. Ja, das kann ich verstehen. In deinem Buch schreibst du, dass dein Motto wäre, keine Kinder, keine Karriere. Aber sinngemäß auch, dass es ein Privileg ist, ein durchschnittliches Leben führen zu können und solche Entscheidungen überhaupt zu treffen. Du hast ja gerade auch schon selber gesagt, dass du auch in der Jugendberufshilfe mit Geflüchteten arbeitest und da ganz hautnah erfährst, dass von allen erwartet wird oder dass es diese Erwartung gibt, dass alle arbeiten, in der Realität dann aber doch nicht oder jedenfalls nicht alle zu den gleichen Konditionen. Welche Rolle spielen bürgerliche Privilegien und Intersektionen ganz generell in puncto Erwerbsbiografie und warum tun wir uns so schwer damit, darüber zu reden? Also der Arbeitsmarkt ist ja auch grundsätzlich ein Bereich, der sehr stark Teilhabe, vor allem ökonomische Teilhabe, strukturiert und wo wir einfach auch sehen oder auch wissen, dass nicht alle die gleichen Zugänge haben zu allen Positionen. Und darüber eben auch soziale Ungleichheit natürlich mit beeinflusst wird, auch wenn vor allen Dingen bestimmte Gruppen gar nicht dafür vorgesehen sind, dass sie am Arbeitsmarkt teilnehmen dürfen, wie zum Beispiel Geflüchtete oder eben auch Menschen mit Behinderung, für die es ja eigene Werkstätten gibt. Das heißt, es ist so, dass das ein Bereich ist, der auch ganz viel Ausgrenzung schafft. Und natürlich können Leute wie ich, die sehr privilegiert sind, akademisiert, guter Job, gut bezahlt, ja, solche Predigten vom hohen Ross loswerfen. Aber selbst eben diese Durchschnittlichkeit, die ich ja vielleicht selbst auch lebe oder sicher lebe, selbst das ist ja für manche Menschen unerreichbar. Ja. Migrantisierte Menschen werden schnell als BildungsaufsteigerInnen gelabelt und Mütter, die Vollzeit arbeiten, denen wird dann oft nachgesagt, dass sie ihre Kinder vernachlässigen würden. Warum sind diese Erzählungen schlichtweg falsch, aber gleichzeitig scheinbar doch so wichtig für die Zementierung unserer Gesellschaftsstruktur und von unserem aktuellen Arbeitsmarkt? Also wie spielen Rassismus, Patriarchat und Klassismus da zusammen? Spielt insofern zusammen, dass das natürlich auch dazu beiträgt, dass eine gewisse hegemoniale Bevölkerungsschicht profitiert von den Strukturen, die Erwerbsarbeit anbietet. Das heißt also, wenn ich jetzt ein gut ausgebildeter Mann bin, mit oder ohne Kind, mittleren Alters, ohne Einschränkung, ohne Behinderung, dann habe ich wahrscheinlich die besten Karten, um da das Spielchen auch eben entsprechend gut mitzuspielen. Und alle anderen müssen halt zusehen, wie sie das alles unter Dach und Fach kriegen. Und es gibt ja eben auch Gruppen, die systematisch benachteiligt werden auf dem Arbeitsmarkt. Und genau über die, also migrantisierte Menschen, Frauen, das sind ja auch ganz oft Personen, die dann auch eher von alleinerziehende Frauen, die dann eher von Arbeitslosigkeit vielleicht betroffen sein könnten oder eben Schwierigkeiten haben, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und diese Systeme erhält man natürlich auch aufrecht durch solche Mythen. Ja. Eine letzte Frage habe ich noch, und zwar, wenn dir heute jemand raten würde, was du angefangen hast, das musst du auch zu Ende bringen, was würdest du dann sagen? Muss man nicht. Man kann auch viele Sachen anfangen und wenn sie keinen Spaß mehr machen, einfach aufhören damit. Danke Nadja für das Gespräch, hat mir total Spaß gemacht und ich werde, glaube ich, einige Sachen davon auch selber ganz gut umsetzen können. Also vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.